Um den Aufstieg der Rothschilds zu verstehen, beginnen wir nicht in Palästen, sondern hier, in der Frankfurter Judengasse des 18. Jahrhunderts. Hier agiert der Mann, der den Grundstein legt, Mayer Amschel Rothschild. Er ist noch kein Bankier, sondern ein kluger Antiquar, der mit seltenen Münzen handelt. Seine Expertise wird zum Schlüssel. Sie macht ihn zum Hoffaktor des Kronprinzen Wilhelm von Hessen, sein Sprungbrett in die Welt der Hochfinanz. Doch sein Handel war seine Universität. Jede Münze war eine Lektion in Macht und Geschichte. Und der Umgang mit den Währungen dutzender Kleinstaaten eine meisterhafte Ausbildung in Realwirtschaft. Diese Ausbildung prägte seine Philosophie. Misstraue der Stabilität von Staaten, vertraue auf harte Werte wie Gold und streue das Vermögen international. So wurzelt das gesamte Imperium der Rothschilds nicht in abstrakten Theorien, sondern in der simplen Erkenntnis, gelernt aus dem Metall alter Münzen. Echter Wert überdauert einzelne Reiche. Mayer Amschel Rothschild verstand, dass sein System aus Frankfurt heraus wachsen musste. Er traf die wichtigste strategische Entscheidung seiner Familie und schuf ein multinationales Finanznetzwerk, in dem er seine 5 Söhne in die Herzkammern Europas entsandte. Das Genie dieser Struktur war ihre Dualität, eine zentral gesteuerte Strategie, ausgeführt durch autonome Niederlassungen. Das Rückgrat war ein privates Kuriernetzwerk, das schneller war als jedes staatliche. Doch die entscheidende, nicht kopierbare Komponente war eine soziale Technologie, das unzerbrechliche Band familiären Vertrauens, wo andere auf Verträge angewiesen waren. Diese dezentrale Struktur machte das System unglaublich widerstandsfähig. Eine Krise in einem Land konnte durch die anderen Niederlassungen ausgeglichen werden. Sie schufen ein robustes, verteiltes Netzwerk, lange bevor dieses Konzept technologisch existierte. In einer Ära der Instabilität war diese auf Vertrauen basierende Zusammenarbeit der entscheidende Vorteil. Die wahre Innovation der Rothschilds war kein Finanzprodukt, sondern diese soziale Technologie des globalen, familiären Vertrauens. Die Napoleonischen Kriege waren die Feuerprobe für das Netzwerk der Rothschilds. Das Machtzentrum verlagerte sich nach London mit der monumentalen Aufgabe, Wellingtons Armee zu finanzieren. Dies erforderte eine logistische Meisterleistung, riesige Mengen Gold über einen vom Krieg zerrissenen Kontinent zu schleusen. In der entscheidenden Schlacht bei Waterloo bewies sich ihr System. Ihr privates Nachrichtennetzwerk überbrachte die Nachricht von Napoleons Niederlage nach London lange vor der offiziellen Regierungsdepesche. Hier müssen wir mit dem Mythos aufräumen. Sie lösten keine Panik durch Verkäufe aus. Die strategisch brillante Realität war das Gegenteil. Sie kauften massiv britische Staatsanleihen, eine gigantische Wette auf den Sieg, den nur sie kannten. Dieser Coup machte sie von Bankiers zu unverzichtbaren Partnern des britischen Staates. Sie hatten bewiesen, dass ihr agiles Netzwerk effektiver sein konnte als eine Staatskasse und damit eine Schlüsselfunktion des Krieges privatisiert. Waterloo war der Beweis ihres Modells: Information ist Macht. Ihr daraus resultierender Ruf wurde zur sich selbst erfüllenden Prophezeiung und schuf eine Mystik, die Quelle ihrer Macht und Nährboden für zukünftige Legenden war. Nach den Napoleonischen Kriegen richteten sich die Rothschilds strategisch neu aus, weg von der Kriegsfinanzierung hin zur Finanzierung der industriellen Evolution. Ihr Kapital floss in Eisen und Dampf und schuf die gewaltigen Eisenbahnnetze, die zu den neuen Arterien eines vernetzten Europas wurden. Ihre zentrale Stellung fand offizielle Anerkennung, als der Habsburger Kaiser sie in den Adelsstand erhob und ihnen ihr berühmtes Wappen verlieh. 5 Pfeile, die die unzerbrechliche Einheit der 5 Söhne symbolisieren. Der spektakulärste Beweis ihrer Macht kam 1875. Als die britische Regierung über Nacht die Kontrolle über den Suezkanal sichern musste, aber keine Mittel hatte, stellten die Rothschilds die kolossale Summe von 4 Millionen Pfund innerhalb von Stunden bereit. Eine private Familie sicherte die geopolitischen Interessen des mächtigsten Imperiums der Welt.
In dieser Ära agierten sie wie eine Proto-Weltbank. Ihre Anlagestrategie war stets geopolitisch, eine Investition in die Infrastruktur der Globalisierung, die ihre Interessen mit denen der führenden Weltmacht verknüpfte. Als Kreditgeber letzter Instanz für Regierungen übten sie eine einzigartige supranationale Macht aus und gestalteten die wirtschaftliche Landschaft des Kontinents, ohne ein öffentliches Amt zu bekleiden. Es war der Höhepunkt privater Finanzmacht über die öffentliche Sphäre. Ein Thema, das heute aktueller ist denn je. Die Macht der Rothschilds manifestierte sich nicht nur in Bilanzen. Wie wandelt man unermesslichen Reichtum in ein dauerhaftes Vermächtnis um? Die Antwort war Le Goût Rothschild, ein opulenter Stil, manifestiert in prächtigen Schlössern, die als Bühnen der High Society und private Schatzkammern dienten. Ihr Mäzenatentum ging aber weit darüber hinaus. Sie finanzierten Forschung, Krankenhäuser, Sozialwohnungen und unterstützten jüdische Gemeinden in ganz Europa. Dies war keine Liebhaberei, sondern eine brillante Strategie, um den Status als Neureiche zu überwinden. Sie dienten nicht mehr der Aristokratie, sie schufen eine neue, basierend auf Geschmack und Mäzenatentum statt auf Abstammung. Im Kern war dies ein genialer Akt der Kapitalumwandlung. Vergängliches Finanzkapital wurde in dauerhaftes kulturelles Kapital transformiert. Der Goût Rothschild wurde so zum internationalen Maßstab für Luxus. Sie bewiesen, dass kultureller Einfluss kuratiert werden kann und schufen durch dieses raffinierte Reputationsmanagement ein Vermächtnis, das ihre finanzielle Dominanz überdauern sollte. Kein Imperium währt ewig. Das 20. Jahrhundert markierte für die Rothschilds eine brutale Wende. Zuerst zerriss der Erste Weltkrieg ihr transnationales Netz, während der Aufstieg von Zentralbanken und Einkommenssteuer ihr Geschäftsmodell untergrub. Der entscheidende Schlag kam mit dem Nationalsozialismus. Mit dem Anschluss Österreichs 1938 wurde die Wiener Niederlassung systematisch zerschlagen, ihre Mitglieder verfolgt und ihre Kunstschätze geplündert. Nach dem Krieg war die Welt eine andere. Die Niederlassungen hier in Frankfurt und in Neapel schlossen für immer. Industrien wurden verstaatlicht. Das 20. Jahrhundert hatte die Grenzen privater Finanzmacht brutal aufgezeigt. Ihr Internationalismus, einst die größte Stärke, wurde in der Ära des wütenden Nationalismus zur tödlichen Schwachstelle. Die Verfolgung durch die Nazis war zutiefst ideologisch. Sie stilisierte die Familie zum Propagandasymbol der jüdischen Finanzverschwörung. Die historische Ironie ist, dass ihr für das 19. Jahrhundert geschaffenes Netzwerk den globalen ideologischen Konflikten nicht gewachsen war. Ihr Abstieg vom Gipfel der Macht lehrt eine fundamentale Lektion. Jede Form von Macht ist letztlich vom politischen und ideologischen Kontext ihrer Zeit abhängig. Wie überlebt eine solche Dynastie nach den Stürmen des 20. Jahrhunderts? Die Antwort liegt, wie immer in ihrer Geschichte, in einer brillanten Anpassung. Heute manifestiert sich das Erbe der Rothschilds in diskreterer Form, in der globalen Finanzberatung von Rothschild & Co., in weltberühmten Weingütern wie Château Lafite und in stiller Philanthropie. Dies offenbart einen fundamentalen strategischen Wandel, vom Operator der globalen Finanzwelt zum elitären Berater. Da sie beim reinen Kapital nicht mehr mit Billionen-Dollar-Fonds konkurrieren können, tauschten sie direkte Kontrolle gegen Einfluss, der aus Reputation erwächst. Sie monetarisieren ihr größtes Gut, ihren Namen, der für Diskretion, Intelligenz und ein 250 Jahre altes Netzwerk bürgt. Ihre moderne Strategie ist die eines sorgfältig gemanagten Vermächtnisses. Sie haben eine Finanzdynastie des 19. Jahrhunderts erfolgreich in eine globale Luxusmarke des 21. Jahrhunderts transformiert. Darin zeigt sich die eine große Konstante, die Fähigkeit zur Neuerfindung, die ihren Ursprung direkt bei jenem Patriarchen hat, der einst in einer Gasse hier in Frankfurt den wahren Wert alter Münzen erkannte.
Keine ehrliche Geschichte der Rothschilds ist vollständig, ohne ihren dunklen Schatten zu beleuchten: die Verschwörungstheorien. Ihre Ursprünge liegen in antisemitischen Pamphleten des 19. Jahrhunderts, die das Zerrbild geheimer Weltherrscher zeichneten. Ein Narrativ, das später von Extremisten und der NS-Propaganda instrumentalisiert wurde. Warum aber waren diese Mythen so wirksam? Sie waren eine verzerrte Reaktion auf die reale, aber für die meisten unsichtbare Macht der Familie. Die Macht eines Königs war in Schlössern und Armeen sichtbar. Die Macht der Rothschilds lag in Hauptbüchern und Informationsflüssen. Diese immaterielle Natur machte sie zum perfekten Ziel für Misstrauen in einer sich rasant verändernden Welt. Bis heute bedienen diese Mythen das Bedürfnis nach einfachen Erklärungen für komplexe Probleme und machen die Familie zum bequemen Sündenbock. Deshalb ist es entscheidend, die dokumentierte, komplexe Realität von der simplen, aber gefährlichen Fiktion zu trennen. Die wahre Geschichte dieser Familie zu erzählen, ist somit nicht nur eine historische Übung, sondern ein Akt der Aufklärung gegen Desinformation. Denn nur wer versteht, wie solche Mythen konstruiert werden, ist gegen sie gefeit.